Meer immer so faszinierend ist. Ja? Müssen wir wirklich gehen? Ja. Aber es ist schön hier, so schön Sonne, so schön Meer. Wir sind jetzt in Grafton und wir wollten eigentlich zum Visitor Informationscenter, aber wir haben festgestellt, es hat montags zu. Und jetzt holen wir noch ein Eis? Müssen wir. Damit meine Frau die Schafe von der Zunge runterregt und das funktioniert nur mit dem Vanilleeis. Ja, weil da Milch drin ist. Kann man nichts machen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben heute einen wunderschönen Morgen und wir stehen hier am Kap Byron. Der eigentliche Grund, warum wir hier sind, ist, den Kompass komplett machen. Genau, wir wollen jetzt zum östlichsten Punkt des australischen Festlandes. Genau. Und das wird diesmal nicht so ein langer Spaziergang wie zum südlichsten Punkt. Hier sind es bloß 300 Meter hat sie gesagt, ungefähr. Und da laufen wir jetzt hin. Und Kap Byron hat natürlich auch einen Leuchtturm. Aber wissen wir nicht, ob wir da raufkommen oder nicht. Zumindest sieht er mal nicht schlecht aus. Der Pazifische Ozean. Und du siehst ruhig. Nichts als Meer, oder? Und Sonne, ein bisschen Wolken am Hintergrund, ein Schiff am Horizont. Ja. Also da denkst du wirklich, oder merkst du wirklich, dass es der östlichste Punkt ist, weil da gibt es nichts weiter. Nur Wasser. Da ist nix. Was findest du jetzt besser, den Atlantik oder den, nicht den Atlantik, den Indischen Ozean oder den Pazifik? Ich finde alles hübsch, soweit es ein bisschen weiter im Norden ist. Weil im Süden ist das Wasser halt immer so kalt. Ich nehme den mal lieber ab, sonst fliegt der mir gleich weg. Weil im Süden ist das Wasser immer so kalt weil es ja von der Antarktis hochkommt. Ja, genau. Ich weiß nicht, ich fand auch so, wenn man es vergleicht, so von den Dingen. Ich weiß nicht, ich glaube, mir gefällt die Ostküste besser als die Westküste. Westküste ist ein bisschen mehr steinig und alles, ein bisschen kälter, ein bisschen mehr rough. Ich meine, da kann man schön schnorcheln gehen und was weiß ich was alles, aber irgendwie, ich weiß nicht. Das Wasser ist auch irgendwie mehr türkis, hier ist es mehr grünlich. Ja. Okay, jetzt gehen wir erstmal unseren Punkt suchen. Der östlichste Punkt ist nun auch geschafft. Ja, ein bisschen enttäuschend. Hier stehen nicht mal die Koordinaten drauf, gar nichts. Unscheinbares Schild hier einfach am Geländer. Macht nichts. Trotzdem gibt es einen Daumen hoch. Ja, geschafft. Nee. Wir sind nur ein bisschen zu früh, um eventuell Tiere hier im Wasser zu sehen. Hier soll es wohl ziemlich viele geben, aber da wir so früh sind, steht die Sonne halt gerade so tief und durch den Glare von der Sonne auf den Wellen kann man die Schatten nicht sehen. Jetzt ist die Frage, wir haben da unten noch dieses Ding da gesehen. Warum ist das nicht just der östlichste Punkt, sondern wahrscheinlich ist es bloß der da. Ich habe das auch auf der Karte gesehen. Das ist nur, weil wenn ich hier durch die Drehung? Weil der Osten geht genauso da lang. Das heißt, ist es wahrscheinlich bei, weiß ich nicht, ein paar Meter nur. Ja. Weil man sieht es auch, wenn man auf die, bei Google Maps, wenn man ranzoomt, dann siehst du auch, dass die Punkte mehr oder weniger fast gleich sind. Aber dieser hier, der ist nur das kleine Muckensäckele dichter weiter draußen, weil die Linie halt nicht hier lang geht, sondern so lang. Ja. Und deshalb ist es, wie gesagt, aber dieser Platz hier ist so richtig beliebt in Byron Bay, stelle ich fest, weil hier sind unheimlich viele, die einfach nur so laufen. Wir haben welche joggen hier gesehen, also
Also es ist wirklich der leichteste Punkt zu erreichen von den Vieren, oder? Hier kannst du jetzt theoretisch gleich noch mal, wenn du da unten hin willst, musst du wahrscheinlich noch mal ziemlich weit klettern. Ja. Aber erlaubst du mir das? Vielleicht sind da Treppen. Wir haben auch nichts zu trinken dabei, gar nicht. Ja, sicher sind da Treppen wahrscheinlich irgendwo. Das heißt, wir sind diesmal total unvorbereitet in unseren Wandertag gegangen. Ja, nee, weil wir eigentlich bloß 300 Meter weiter wollen. Ja. Eigentlich wollten wir ja bloß bis hierhin. Ja. Die Steine da im Hintergrund, die Felsen? Das müssten Ngutunguli Julian Rocks sein. Vor 20.000 Jahren war der Ozean im Prinzip viel weiter weg. Und bis vor 7.000 Jahren haben die Aborigines das Ding da drüben so genommen für Zeremonien. So wie der Meeresspiegel jetzt ist, hat er sich vor 6.500 Jahren stabilisiert, also 500 Jahre später. Jetzt steht das Ding unter Wasser. Jetzt können sie es natürlich nicht mehr benutzen, aber wenn man sieht, vor bloß 7.000 Jahren war hier noch alles Land und da sind die hingegangen und haben gefeiert und Zeremonien abgehalten. Und nur 7.000 Jahre später kommst du nicht mal hin, weil da, was sind das, keine Ahnung, 300, 400 Meter, 500 Meter Wasser dazwischen sind. Ja, und wir sind im Jahr 2026, also es war noch vor Christus. Ja. So 5000 Jahre vor Christus, also ungefähr, waren wahrscheinlich bevor sie angefangen haben, die Pyramiden zu bauen. Keine Ahnung. Wie alt sind die Pyramiden? Die sind, glaube ich, 4.000, 5.000 Jahre alt und das war 7.000 Jahre. Nee. Aber die haben ja, glaube ich, auch gesagt, ich glaube, die Aboriginal-Kultur in Australien ist mit einer der ältesten auf der Erde. Ich glaube, 70.000 Jahre oder irgendwie sowas, 60.000, 70.000. Ist mit einer der ältesten, die es auf der ganzen Erde gibt. Also. Keine Ahnung, warum Meer immer so faszinierend ist. Ja? Die Weite? Wenn jetzt hier kein anderer Mensch wäre, stellst du dir jetzt da einen Campingstuhl hin, was zu essen, was zu trinken und dann sitzt du bis heute Abend da und guckst einfach nur den Wellen zu. Das ist aber nur, wenn du persönlich da bist. Ja. Weil, wenn man das auf dem Video sieht, wird es nach 5 Sekunden langweilig. Ja. Aber wenn man da steht davor, ja, da kannst du kannst stundenlang zugucken und zuhören. Da gehen wir hin. Oder andersrum, von da sind wir gerade gekommen. Okay, ganz unprepared sind wir nicht, also unvorbereitet sind wir nicht. Wir haben was zu trinken mit, wir hatten es nur nicht mit. Ja, weil eigentlich hatten sie ja gesagt, das ist vom Auto nur 300 Meter, hat ja auch gestimmt. Aber wir haben dann halt noch einen zweiten Punkt gesehen, den wir uns dann auch noch angucken wollten. Aber wir haben ja alle mit, ist ja kein Problem. Aber ich glaube, das Wetter hätten wir uns fast nicht besser aussuchen können. Ja? Meinst du, wir können vielleicht noch uns denn die Badesachen schmeißen und noch irgendwo am Beach gehen und ein bisschen ins Wasser? Ich weiß nicht, ob es hier irgendwo einen Beach gibt, wo wir hinkommen. Na, hier gibt es jede Menge Beache bestimmt. Das ist bloß eine Frage, wie du da parken kannst. Und wie war das Wasser? Super. Man merkt wieder, wir kommen langsam Richtung Queensland. Das Wasser wird schöner, das Wasser wird wärmer, die Wellen werden besser. Je weiter wir nach Norden kommen. Nee, aber diesmal schön. Also das Wasser ist definitiv wärmer, als wir in Südaustralien und im Süden von Western Australien es im Sommer gewesen ist.
Weil klar, da hast du immer das antarktische Wasser, was hochkommt. Das macht es immer ein bisschen kalt. Und hier ist gut, nee, ist schön. Jetzt waren wir zum ersten Mal wieder baden seit Monaten. Hm? Ja, ich weiß gar nicht, wann waren wir das letzte Mal im Wasser? Keine Ahnung. Weil sonst hat es ja entweder immer geregnet oder gestürmt oder geschneit oder es war zu. Wir konnten gerade mal, doch wir waren an den Beachen, aber wir konnten gerade mal einen Fuß reinstecken, Ja, weil es so einfach ungefähr viel zu kalt war zum Schwimmen. Ja, nee, aber ich habe es auch genossen. Es war richtig schön mal wieder. Ja, war schön. Okay, und jetzt, was machen wir jetzt? Jetzt packen wir langsam ein, dann fahren wir zurück, dann machen wir unser Essen langsam und dann machen wir uns Gedanken, was wir dann morgen machen. Okay, gut. Ja, ist eine gute Frage, wa? Weil mit den steigenden Spritpreisen ist die Frage, wie weit wir überhaupt noch kommen. Die Preise haben ja gesagt, ja, die Frage ist ja auch halt, ob wir was kriegen. Ja. Müssen wir uns nachher jetzt genau Kopf drüber machen, wie du das gerne möchtest. Wir lassen das Hip Camp und Byron Bay hinter uns und Byron Bay war eigentlich ein schöner, gemütlicher Ort, aber man hat gemerkt, dass da die Reichen und Schönen wohnen. Ja, und Chris Hemsworth haben wir nicht gesehen, aber wir haben auch nicht nach ihm Ausschau gehalten. Ja. Trotzdem von der Optik her und alles schön, super gemacht, schöne Ortschaft, besucherfreundlich finde ich wieder mal überhaupt nicht, weil selbst wenn man nur mal 5 Minuten an den Strand gehen will und seinen Zeh reinstecken will, wird sofort abkassiert. Wir wollten, was wollten wir holen? Wir wollten irgendwo noch kurz anhalten. Irgendwas, Informationscenter. Selbst wenn man zum Visitor-Informationscenter gehen möchte, wo man sich schlau machen kann, was kann man hier unternehmen, wo kann man sein Geld ausgeben, selbst da kassieren sie fürs Parken. Ansonsten, ja, schön, aber nee, also insofern nichts für mich, aber der Strand war schön, kann man nichts gegen sagen und wir hatten auch super Glück mit dem Wetter. Ja, hatten wir. Auch die Einkaufsstraßen, die sind bestimmt alle wunderbar zu laufen da, ne? Ja, jede Menge Cafés, Shops, also wirklich, aber so richtig was zum Gucken, so was wir suchen, ist eigentlich nicht. Also es ist wieder mal bloß eine Touristenstadt im Prinzip. Ja. Wie gesagt, und selbst wenn man was findet, erstmal bezahlen fürs Parken. Ja. Ja, wir haben uns jetzt entschlossen, wir fahren noch ein Stückchen weiter, trotz der hohen Benzinpreise. Und unser nächstes großes Ziel ist Lightning Ridge. Auf dem Weg dahin halten wir dann bei meinen Arbeitskollegen vielleicht an, um dort das Osterwochenende zu verbringen. Wobei wir da natürlich erstmal gucken müssen, wir sind fast um die Ecke. Für uns ist es kein großer Umweg. Jetzt müssen wir bloß mal gucken, ob die aus Brisbane halt wegen den Benzinpreisen und Spritpreisen, ob die überhaupt hinfahren. Ja. Das ist jetzt die Frage. Ja, und auf dem Weg dahin lassen wir uns einfach leiten wie zwischen Canberra und Melbourne. Wir halten einfach irgendwo an und gucken, ob es was zu sehen gibt. Genau. Okay. Wie sagt der Australier? We just wing it. Ja. Wir haben nur ein kleines Problem. Wieso? Wir haben kein Barbecue, der groß genug ist. Ja, das nächste große Ding von Australien. Wir haben doch schon mal eine Prawn gehabt. Wir hatten schon mal eine Prawn gehabt und die war in Broome. Aber die war glaube ich, gestreckt. Das heißt, die war frisch und die ist gekrümmt. Das heißt, die ist gekocht. Ah, ja. Ich glaube aber, die ist größer, oder? Kann es sein? Die ist größer, ja. Also, eine große Prawn, um den Satz mal zu beenden. Tada! Tada! Was meinst du, wie viele große Dinger wir noch finden? Oh, wenn du suchen würdest danach, würdest du wahrscheinlich jede Menge davon finden. Vielleicht sollte man einen Katalog machen. Na, ab vielleicht. Das war jetzt die große Prawn und wir fahren jetzt weiter und schauen, was wir noch so alles finden. In der Regel füllen wir unser Wasser ja auf, wenn wir auf Caravanparks stehen. Aber wenn das mal nicht der Fall ist, gibt es da verschiedene Möglichkeiten, wie man denn Wasser für den Wohnwagen wieder auffüllen kann. Einmal sind es denn Wasserhähne, die irgendwo an den Straßenrändern stehen. Und da muss man dann halt gucken, ob es jetzt Trinkwasser ist oder nicht. Und eine andere Möglichkeit sind so eine Wasserstation. Da bezahlt man dann
Wie Wir haben viel? jetzt für 138 Liter $1. Und da kann man dann sein Wasser nachfüllen. Und diese Wasserfüllstationen sind definitiv Trinkwasser. Wir haben 2 verschiedene Wassertanks. In der Regel, wenn es möglich ist, füllen wir beide oder alle 3 mit Trinkwasser nach. Wenn es aber im schlimmsten Fall halt kein Trinkwasser gibt, machen wir dann halt die Tanks für die Nicht-Trinkwasser halt mit normalem Wasser voll und dann können wir das halt auch nicht trinken. Und um das zu befüllen, haben wir dann auch 2 unterschiedliche Sträucher. So was Blödes. Haben wir 2 unterschiedliche Schläuche. Einen, den wir nur benutzen, wenn wir Trinkwasser füllen und den anderen, wenn wir dann halt normales Wasser befüllen. Und der dementsprechende Filter dann dazu, weil wir haben nämlich auch 2 Filter, einen für Trinkwasser und einen für das normale Wasser. Im schlimmsten Falle können wir uns noch Wasser aus irgendwelchen Flüssen rausziehen. Richtig. Dafür haben wir auch noch eine Pumpe da. Die ist mit beim Kauf von dem Ding mit dabei gewesen. Ja. Ich glaube, das Also hatten wir erwähnt bei der Im schlimmsten Vorstellung. Falle können wir also noch an jedes Wasserloch oder was weiß ich was irgendwo rangehen. Das machen wir natürlich nicht in den Trinkwassertank. Ja, und so füllen wir unser Wasser nach. Der Überlauf verrät uns, dass es voll ist. Und ansonsten haben wir hier auch unsere Anzeige. Ups, mal gucken, ob wir irgendwas hinkriegen da. Die uns dann anzeigt, Nummer 1 ist voll, Nummer 2 fehlt noch ein bisschen, Nummer 3 ist sogar im gelben Bereich, da müssen wir ein bisschen mehr reinmachen. Und der 4. ist unser Abflusstank sozusagen, wo wir dann unser Wasser reinlassen, was wir verbraucht haben. Na, hast du Spaß? Aber wie gesagt, es sieht aus, als wenn nicht sehr viel Druck auf dem drauf ist, aber Gott, dann dauert es halt eine Minute länger. Jetzt kommt Trinkwasser. Ja, ein bisschen unqualifiziert ist es hier gelöst, war. Bei den anderen Stationen, da haben wir immer so eine extra Spur gehabt, wo du denn stehen konntest und hier stehst du mitten auf der Straße. Also die Idee ist gut. Der Platz ist auch gut. Es ist nicht viel Verkehr hier, also man kann hier sitzen. Ja, man kann, aber trotzdem. Wenn das für Karawane gedacht ist, zum einen, du stehst hier immer schräg, weil wir stehen jetzt auf der Straße und die Straße ist nun mal immer schräg. Und du stehst im Prinzip auf der Straße, weil du hast keine Möglichkeit, von der Straße runterzufahren. Die hätten im Prinzip eine flache Ebene direkt vor dem Automaten machen sollen, dass die Leute, die dann wirklich Wasser tanken, von der Straße runter sind. Das sage ich ja, normalerweise hatten wir da immer eine Spur oder irgend so was. Ich mach den Hahn zu. Okay, fertig. Okay, Hahn ist zu. Das ist unser Adapter, den wir immer mit haben. Weil hier war einer drauf, aber der ist zu groß für uns. Aber den lassen wir drauf, weil der nächste mag ihn vielleicht brauchen. So, mal sehen. Also eigentlich steht es drin, dass die Maschine genau abrechnet. Aber wie gesagt, $1. Aber ist es nicht so, dass sie Minimum $1 immer kassieren und dann, wenn es mehr ist, geht's genau? Haben wir bei den anderen eigentlich auch immer gedacht. Und dann haben wir vollgetankt und dann gucke ich später auf unsere Abbuchung und dann haben die auf einmal, keine Ahnung, 85 Cent abgebucht. Also ich sagte $1. Den anderen hast du reingemacht? Ja. Okay. Filter ist drin. 1, 2, 3, stopfen alle drauf. Okay. Vollgetankt Wasser, vollgetankt Sprit. Jetzt haben wir den Wert von unserem Auto verdoppelt. Jetzt können wir. Weiter geht's. Also für die nächsten paar Tage stehen wir hier hinter Kotz Tavern. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, aber wieder kostenloser Platz hinter einer Taverne. Sieht richtig gut aus. Also können hier auch ein paar Tage stehen bleiben. Warten, ob unsere Freunde zu Ostern sich mit uns treffen wollen.
Und wenn nicht, dann fahren wir weiter. Wenn ja, dann verbringen wir mit denen zusammen Ostern. Und jetzt gehen wir erstmal wieder was trinken. Wir müssen ja die Bar unterstützen. Zwangsläufig. Wir sitzen hier vor dem Pub und haben eine schöne Unterhaltung mit ein paar Australiern hier und es ist wirklich sehr interessant. Und These we two are having people a are blast. Australian. Then we have Noel here. Noel, You should be filming Mervyn walking in. Kelly, and Shane. Here he comes now. And Hi. here comes Merv. Murph. Hello, Merv. Wir sind jetzt in Grafton und wir wollten eigentlich zum Visiterinformationscenter, aber wir haben festgestellt, das hat montags zu. Also wer immer hier in Grafton Informationen sucht, nicht am Montag. Wir haben uns dann so ein bisschen umgeguckt, was man noch so finden kann hier und die haben hier so ein Heritage Trail. Was ist denn der lang? Steinchen aus meinem Schuh. Nee. Sie haben hier so ein Heritage Trail, wo man sich schöne alte Häuser angucken kann. Dazu habe ich aber jetzt weniger Lust. Dann haben sie ein paar schöne Parks. Die machen aber erst richtig was her im Frühling, wenn die Jacarandas blühen. Und dann ist der ganze Park wahrscheinlich in lila. Und das nächste ist jetzt das Aquatic Center und da gehen wir jetzt hin. Hallo. Da merkt man immer erstmal, wie viel man wiegt, wenn man sich so aus dem schwerelosen Wasser rausheben muss. Was machen wir jetzt? Wir fragen jetzt meine Frau, was sie jetzt machen möchte. Das ist am sichersten für mich. Und ich habe keine Ahnung, was ich machen möchte. Eiscreme? Vielleicht? Keine Ahnung. Aber jetzt zieht es gerade zu. Jetzt ist es nicht mehr so schön für Eiscreme. So viele Wolken sind aber auch nicht. Jetzt hat sich gerade wieder ein bisschen aufgelockert. Nee. Mal schauen. Ein Schaufenster bummeln? Im Shoppingcenter vielleicht? Das könnten wir machen, ja? Mal gucken, wie groß das Shoppingcenter ist. Bücheraustausch haben wir gefunden. Hier kann jeder gebrauchte Bücher hinbringen, kann sich andere Bücher mitnehmen und die Dinger lesen. Einfach kostenloser Service für Leute, die hierher kommen. Und das haben wir gerade gefunden. Sind halt unsortiert. Es ist halt nicht einfach was zu finden, aber ist halt kostenlos. Und wenn dir das Buch gefällt, nimmst du es mit und wenn du fertig bist, bringst du es wieder zurück oder du lässt eins von deinen Büchern hier. Du kannst auch in irgendeiner anderen Stadt oder so das Ding dann wieder in so einen kleinen machen, aber Für Papa hatten wir eins gefunden, diesen Kulturschock Australien. ja, da, war das nicht auf dem Campingplatz oder so genau. irgendwo? Das war auch so ein Book Exchange. Ja. Ja. Ich finde die Dinger gut. Also der nicht gut, bevor du die Dinger wegschmeißt und nix und irgendjemand kommt und irgendjemand brauchst. Manchmal kaufst du dir ein Buch und das liest du dann einmal durch und dann liegt es rum. Ja. Hier kommst du, tauscht es um. Genau. Okay, kann man jetzt ins Shoppingcenter weitergehen? Shopping beendet. Was haben wir alles erstanden? Zweimal Brot und einmal Mittag. Gehen wir noch mal Benzin auffüllen? Ja. Lohnt sich zwar vom Betrag her nicht unbedingt wirklich, aber je nachdem, vielleicht was wir heute Abend in den Nachrichten sagen. Wie gesagt, wir gehen nicht tanken, weil wir müssen, wir gehen tanken, weil wir können. Solange wie sie den Diesel nicht rationieren, weil dann könnten wir in Schwierigkeiten kommen. Wenn dann im Prinzip nur der Preis erstmal so hoch bleibt, wollen wir sehen, dass wir auf jeden Fall nach Lightning Ridge kommen und das auf jeden Fall noch mitnehmen. Und dann in Lightning Ridge können wir uns dann überlegen, dann müssen wir eventuell nicht mehr so weit fahren. Dann bleiben wir einfach im Queensland Outback und dann drücken wir uns da noch ein paar Wochen rum. Wir werden schon was finden, um uns die Zeit zu vertreiben. Meine Liste ist noch lang, auch für Queensland. Okay, dann gehen wir ein paar Opale ausbuddeln, ein paar schwarze Opale.
So 5, 6 Stück, vielleicht so groß. Mit schöner Farbe? Dann müssen wir nie wieder arbeiten. Was haben Sie gesagt? Pro Gramm $40.000 wert, ne? Keine Ahnung. Für eine gute Qualität. Der schwarze ist der teuerste Opal, den man kriegen kann. Wird nicht schaden, wenn man ein paar findet. Ne? So, keine Ahnung, so 6, 7 Kilo oder so. Okay, let's go. Gut. Das Osterwochenende steht bevor und wir gehen jetzt einkaufen. Ich glaube, unser letzter Einkauf war ungefähr vor 4 Wochen oder so. Und unser Kühlschrank zeigt gähnende Leere. Ja. Und den gehen wir jetzt auffüllen. Ja. Okay, Ostern kann kommen. Und dann kommen sie, unsere Freunde. Erst die einen und als die zweiten kommen, können wir ins Wochenende starten. Unser Osterwochenende werden wir jetzt bei meinem Kollegen verbringen. Seine Schwiegereltern haben ein Grundstück hier in Nembeuder, direkt am Nembeuder River. Und hin und wieder lädt er einige von meinen Arbeitskollegen auch ein, ihn zu begleiten. Und das machen wir jetzt an diesem Wochenende, weil wir gerade in der Nähe sind. Ja, hat sich angeboten. So extra runtergefahren wären wir wahrscheinlich nicht, aber ja, wir waren in der Gegend und haben halt 2 Relax-Tage eingelegt, was bei den Spritpreisen ja auch nicht schlecht ist. Ja, und jetzt verbringen wir ein schönes Wochenende mit ein paar Freunden. Genau. Und wie gesagt, Ihnen ist ein Arbeitskollege von mir und es fährt noch ein weiteres Paar mit uns. Das sind Julie und Brad, die wir schon einige Male in unseren Videos erwähnt haben. Damit ist diese Woche dann zu Ende. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, Dann lasst uns einen Daumen hoch da oder den Kanal abonnieren oder einen netten Kommentar. oder sonst was. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Okay, bis dann. Bye. Tschüss.